Ja, klappt. Ja, der ist ja viel zu weit unten. Okay. Hallo, wir sind Lea und Sönke und wir machen eine Weltreise. Ja, in diesem Video erwartet euch eigentlich eine der coolsten Sachen, die wir in Südamerika gemacht haben. Im letzten Video ging es ja schon um Bolivien. Und in diesem Video sind wir jetzt in der Salar de Uyuni, der größten Salzwüste der Welt, und haben eine Tour gemacht, die richtig cool war. Jetzt geht's los. Die Nacht haben wir im Bus verbracht. Es war zwar ein bisschen wärmer als im vorherigen Bus, aber es hat trotzdem gestunken. Die Familie vor uns hatte irgendwie komische Gerüche. Ja. Immerhin hatten wir das Fenster auf und konnten uns da so ein bisschen regulieren. Was wir echt krass fanden, war der doch echt schlechte Zustand der Straßen in Bolivien. Nichts war geteert, alles war Gravel Road. Wovon redest du jetzt? Von der Busfahrt? Ja. Da hast du die ganze Zeit durchgeschlafen. Nee, ich habe die ganze Zeit Videos gemacht. Nee, ich habe schon Uyuni gesehen und du hast noch geschlafen. Ja, Mann. Und da habe ich dich noch aufgeweckt, so, wir sind in 5 Minuten da. Ja, ich habe gut geschlafen. Uyuni liegt auf über 3500 Metern, glaube ich. Also echt nochmal ein Unterschied. Zum Glück waren wir ja vorher schon in La Paz und in Sucre auch schon nicht auf Meereshöhe, sondern auch irgendwie auf 3000 Metern und nachher 2000. Ja, ein paar Tage vorher hatten wir schon im Internet uns eine Tour rausgesucht für die Salzwüste und die dann über WhatsApp angeschrieben und die Tour gebucht. Und dann sind wir auch direkt vom Busterminal sogar von jemandem von der Tür abgeholt worden. Dann gab es erstmal ein Frühstück, weil wir sind ja früh morgens, ich glaube um 6 angekommen oder um 7 Uhr in der Stadt. 5. Um 5 sogar. Ja. Nach der Stärkung haben wir uns dann auf die Suche nach einem Friseur gemacht. Das war gar nicht so einfach. Irgendwie hatten die alle noch zu oder waren richtig ausgebucht, dass man nicht spontan einen Termin bekommen hat. Eigentlich wollten wir beide einen Friseurtermin, aber letztendlich aus diesem Grund hat dann nur Sönke einen Termin bei einem Barber bekommen. Einen schicken neuen Schnitt bekommen. Und zufrieden? Dann haben wir uns im Tourbüro gemeldet und wurden dann auf 2 Autos aufgeteilt. Es waren insgesamt 12 Reisende dabei, alles internationale. Wir haben uns relativ schnell alle angefreundet und hatten über die nächsten 3 Tage, so lange war dann die Tour, viel Spaß. Die Backpacks haben wir oben raufgehauen. Da hatten wir erst ein bisschen Schiss, dass sie runterfallen. Das hat aber alles geklappt. Und dann sind wir zu unserem ersten Stopp. Das war der Eisenbahnfriedhof von Uyuni. Ja, die Bahnlinie, die es da gibt, die wird heutzutage nicht mehr so doll befahren wie früher noch. Und deswegen liegen da noch die ganzen alten Züge rum und verrosten. Als nächster Stopp war dann angesagt der Colchani Handicraft Market oder Salzmarkt, wo uns einmal erklärt wurde, wie Salz produziert wird und was man sich alles für schöne Sachen kaufen kann. Am interessantesten fand ich, dass er gesagt hat, wie günstig das Salz in Bolivien ist, weil es halt direkt aus dem Land kommt und da gewonnen wird. Also es war übertrieben günstig. Und dann direkt daneben der Touri-Shop mit den kleinen abgepackten Salzpackungen war dann, ich weiß nicht, 1000-mal teurer oder so auf die kleine Menge. Aber ja. Wir konnten leider nichts kaufen, weil die Tour waren unsere letzten Tage in Bolivien und unser Geld war perfekt abgezählt. Stimmt. Dass wir wirklich nichts weiter ausgeben konnten. Unser Bargeld. Wir hatten nicht mehr Geld für ein extra Bier. Genau, mit dem Geld hatten wir so das Problem, dass wir ja in La Paz umgetauscht hatten und das genau abgezählt hatten, wie viel wir noch brauchten. Und da war aber nichts inklusive, sodass wir dann relativ trocken waren und haben gesagt, ach komm, wir werden in Uyuni einfach nochmal ein paar Geldautomaten ausräumen. Und die waren alle nicht am Funktionieren. Entweder da war gar kein Geld drin oder unsere ausländischen Karten gingen nicht, aber ja, es war auf jeden Fall unmöglich, noch Bargeld zu finden. Und das ging auch anderen so, ja. Unter anderem Max. Dann sind wir auf den Salzsee gefahren.
Das ist ein großer, ausgetrockneter See, der halt praktisch aus so einer Salzfläche besteht, Salt Flat im Englischen. Und im Frühling wird er überschwemmt und da kann man dann auch nicht wirklich rüberfahren. Aber in der Rest der Zeit ist er dann trocken und da gibt es dann Wege, die die Tourguides dann nutzen und dann einfach darüber preschen mit 70, 80 km/h. Aber während der Regenzeit, das hat da den Vorteil, dass sich das so richtig schön spiegelt wohl. Und das macht nochmal ganz tolle Bilder. Also hat beides Vorteile auf jeden Fall. Dann haben wir da einmal an einem Monument gestoppt für die Dakar Rallye, die auch einmal in Bolivien stattgefunden hat. Und dann ging es zu dem ersten Salzhotel, was mittlerweile nicht mehr ein Hotel ist, aber ein Restaurant, wo man in Salzblöcken schlafen kann. Ja, also die Wände sind komplett aus Salz gebaut. Und ja, man konnte noch in die alten Hotelräume gehen. Aber mittlerweile ist es verboten, oder es gibt keine Unterkünfte mehr auf der Salt Flat. Und deswegen ist es jetzt kein Hotel mehr. Davor waren noch Flaggen aufgebaut. Es war wohl so, dass man sich selber da eine auch aufhängen konnte. Ja, ich glaube, früher durfte man das mal oder so. Ja. Wir haben dann lange gesucht, aber eine kleine deutsche gefunden. Ja. Sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Sagen. Ja. Ja, dann sind wir noch weiter reingefahren in die Salzwüste und einfach irgendwo im Nirgendwo angehalten. Und was besonders cool aussah, war, dass das Salz irgendwie durch die Kondensation oder so, oder wenn es feucht war und dann getrocknet ist, nach der Regenzeit so coole Quader oder so Sechsecke. Und dort haben die Tourguides uns dann auch angeleitet. Dann haben wir ungefähr, ich weiß nicht, 3 verschiedene Videos gemacht. Und dann noch ganz viele Fotos und haben mit der Illusion oder der Perspektive ein bisschen rumgespielt. Die Ergebnisse sahen ganz cool aus, aber ja, es war ein bisschen too much. Es hat schon dann echt lange gedauert, bis wir alle Fotos und Videos im Kasten hatten. Und es war richtig heiß und trocken da und die Sonne hat auf einen geknallt. Ich mag sowas ja nicht. Ja, aber am Ende waren die Ergebnisse eigentlich schon ganz lustig. Als nächstes sind wir dann zu einer Insel auf dem Salzsee gefahren. Wir haben den Namen vergessen, aber wir nennen sie jetzt mal Kaktusinsel. Da waren nämlich sehr viele Riesenkakteen. Es ging gerade los mit dem Sonnenuntergang. Das war echt ein toller Ausblick. Und wir sind da einmal hochgewandert auf den Gipfel, haben Fotos gemacht. Ja, dann sind wir wieder ein bisschen rausgefahren auf den Salzsee und haben uns noch entspannt den Sonnenuntergang angeguckt. Und es war wirklich richtig schön. Ja, einer der schönsten Sonnenuntergänge, die wir da hatten. Ja.
Dann ging es auch schon zur Unterkunft. Wir waren voll überrascht, wir haben so eine richtig olle Unterkunft erwartet. Aber es war eigentlich voll gut und voll in Ordnung. Und dann gab es auch lecker Essen mit allen und auch am nächsten Tag Frühstück. Und es war ganz schön eigentlich. Dann am nächsten Tag, als wir wieder losgefahren sind, haben wir kurz einen Zwischenstopp in San Juan gemacht, einem kleinen Dorf. Sind dann raus zu den Schienen, die auch immer noch genutzt werden von Frachtwagen. Haben da ein paar Fotos gemacht und haben dann so einen halbaktiven Vulkan gesehen, den Olague oder so. Ja, Bolivien selber hat keine aktiven Vulkane, aber der Vulkan gehörte zur Hälfte noch zu Bolivien, zur anderen Hälfte zu Chile und die aktive Seite ist auf der chilenischen Seite. Als wir dann weitergefahren sind, haben wir dann auch die Salada Chiguana durchgefahren, eine weitere Salt Flat. Und sind dann an verschiedenen Lagunen gehalten. Der Cañada, die Honda, Honda und Chiacota. Bei denen gab es unterschiedliche Farben und unterschiedliche Flamingosorten. Das wurde uns alles genauestens erklärt. Die eine Lagune nennt sich, glaube ich, auch einfach Rote Lagune, die letzte. Die hat auch wirklich so eine rötliche Farbe gehabt. Die war schon am besondersten, ne? Und einmal haben wir auch irgendwelche komischen Karnickel gesehen. Naja, es waren keine Karnickel, sondern es war eine ganz andere Tierart. Sie sehen halt ein bisschen aus wie Hasen, nur dass sie einen langen, buschigen Schwanz haben. Deswegen sind es keine Hasen, aber sie sehen ein bisschen so aus. Wir haben die mal Chinchillas genannt, oder? Nein, das sind keine Sind auch keine. Abends sind wir dann bei unserer nächsten Unterkunft angekommen. Die war dann schon auf 4.500 Meter Höhe und haben da gegessen und noch ein Bier getrunken und sind relativ früh schlafen gegangen, weil wir am nächsten Tag relativ früh raus mussten. Ja, und die Höhe, es war das Höchste, auf dem wir je geschlafen haben und wir haben ganz okay geschlafen. Morgens sind wir dann weiter und, glaube ich, zu meinem Highlight, den Geysiren. Da gab es mehrere Löcher, aus denen es gequalmt hat.
leider war es so kalt und so frisch noch morgens, dass keiner da wirklich gut gekleidet war und alle nach 5 Minuten wieder zurück ins Auto wollten. Und ich glaube, ich war der Einzige, der da vorne noch rumgerannt ist und versucht hat, ein paar Fotos und Videos zu machen. Das hat mir sehr gefallen. Ja, und auch bei der Autofahrt war wirklich ein richtig toller Sonnenaufgang und ja, die Gegend ist zum Leben erwacht. Ja, und wir sind dann auch zum Leben erwacht, oder beziehungsweise haben uns ein bisschen aufwärmen können. Wir sind dann nämlich zu Hot Springs gefahren und ja, es war sehr schön. Es war eigentlich auch so mit unser Highlight von der Tour. Es war sehr schön entspannt und ja. Dann gab es Frühstück, unser Lieblings-Dulce de Leche. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, aber das gab es irgendwie immer. So ein Mix aus Nutella und Karamell. Irgendwann hing es einem doch zum Hals raus. Dann hieß es schon verabschieden von der Gruppe, denn wir haben uns da aufgeteilt. Das eine Auto fuhr weiter Richtung Chile und das andere Auto wieder zurück nach Uyuni zum Startort. Und dann waren wir auch bald schon an der Grenze zu Chile. Die war ein bisschen rudimentär, sah ein bisschen anders aus, als wie wir uns eine Grenze vorstellen. Es war dann auch nicht ganz geordnet, aber letztendlich sind wir dann doch nach längerer Wartezeit rübergekommen und sind dann mit einem anderen Transportunternehmen auf deutlich besseren Straßen diese komplette Höhe runtergefahren Richtung San Pedro de Atacama. Ja, in Bolivien auf der Tour haben wir uns dann sehr gut mit Max verstanden. Er kommt auch aus Deutschland und er ist auch dann in die Atacama-Wüste gefahren. Also haben wir uns dann zusammengeschlossen und zusammen zu dritt dann ein Auto gemietet und haben 1,5, fast 2 Tage in der Atacama-Wüste verbracht und da rumgefahren. Erst sind wir in San Pedro angekommen, finden wir ein ziemlich überteuertes Touri-Dorf. Scheint wohl der teuerste Ort in ganz Chile zu sein. Kam uns zumindest so vor. Ja, und da ist halt der Hub für die ganzen Ausflüge in die Atacama-Wüste. Unser Geländewagen war ziemlich nice, das war so ein ganz kleiner Flitzer. Und damit sind wir dann auch sofort losgefahren, keine Zeit verloren und sind zu so kleinen Pools. Vor ein paar Jahren konnte man in denen wohl noch baden, was richtig cool gewesen wäre. Aber irgendwie sind da wohl irgendwelche Mikroorganismen drin. Und deswegen soll man jetzt mittlerweile das Wasser nicht mehr berühren und nicht reingehen, dass die leben können. Das wurde auch ganz stark kontrolliert. Ja. Wir wurden da 10-mal darauf hingewiesen, obwohl wir noch nicht mal Badesachen mit hatten. Ja, und da auch dann weiter hinten weg vom Parkplatz war noch mal jemand, der kontrolliert hat und dann so im Häuschen saß. Aber es war mega blaues Wasser, richtig, richtig schön. Und auch die Salzkristalle auf dem Weg dahin und zurück war einfach wirklich von einer anderen Welt. Ja, also auch ohne Baden kann man es auf jeden Fall empfehlen. Ja, der Tag neigt sich dann schon dem Ende entgegen. Wir sind dann wieder Richtung San Pedro de Atacama gefahren, haben auf dem Weg aber noch mal an einem richtig schönen Aussichtspunkt angehalten. Und haben den Sonnenuntergang dann über dem Moon Valley genossen. Wir waren aber noch nicht drin im Valley, weil das kommt dann am nächsten Tag. Abends haben wir dann uns mit Max eine Pizza geholt. Das war eigentlich ganz lustig. Und dann haben wir im Gasthaus übernachtet. Max hatte ein eigenes Zimmer und kam aber nicht rein. Er hat das auch relativ spontan dann vor Ort noch gebucht und die Frau schien nicht ganz so kooperativ zu sein, wie man sich das normalerweise vorstellt bei Rezeptionisten.
Und sie hat ihm dann den falschen Schlüssel ausgehändigt, der dann nicht passte. Und dann musste er praktisch immer durch sein Fenster einsteigen, um ins Zimmer zu kommen. Und das blieb dann, glaube ich, auch so bis Ende. Obwohl er es ihr auch gesagt hatte. Und dann hat er, glaube ich, nochmal einen anderen Schlüssel bekommen. Und der hat auch irgendwie auch nicht funktioniert. Und irgendwie ist dann niemand mehr in das Zimmer gekommen. Ein Glück war das Fenster überhaupt offen. Ja, das ist echt lustig. Am nächsten Tag waren wir einkaufen und frühstücken und sind dann in das Valle de la Muerte gefahren, um unsere Wanderung des Tages zu machen. Ja, das Valley hat irgendwie 2 Namen. Man kann es entweder Todesvalley oder Mars Valley oder Tal nennen. Als man da reingefahren ist, hat man erstmal so eine große Sanddüne gesehen, wo andere Leute mit Snowboards runtergefahren sind, aber das haben sie irgendwie erst eher so mehr schlecht als recht geschafft. Ja, wir sind dann einmal hochgewandert, waren dann auch über der Düne und hatten richtig schöne Ausblicke. Und das Highlight der Wanderung war eigentlich, dass wir am Ende dann die Düne runtergerannt sind. Zwar ohne Snowboard, aber ja, hat echt immer so viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich sogar mehr, weil wir es nicht mehr hingekriegt hätten. Wir hatten echt Sand überall, in den Schuhen, in den Kleidungen und auch leider in der Kamera. Aber der beschäftigt mich immer noch, aber es ist trotzdem noch alles heil. Der nächste Stopp war dann das Moon Valley, also das Mondtal. Und diesmal sind wir reingefahren, mussten Eintritt zahlen, aber dafür konnte man dann richtig viele der Attraktionen sich angucken. Ja, da haben wir an ein paar Punkten gehalten, ein paar Fotos gemacht von ganz coolen Sachen und haben dann noch mal eine kleine Wanderung gemacht. Die Wanderung war auch richtig schön. Man hatte so einen Blick auf so eine andere Düne und ja, also war wirklich richtig toll. Leider hat den ganzen Tag die Sonne so richtig doll geschienen. Wir hatten viel zu wenig zu trinken dabei, keinen Sonnenschutz so richtig. Und ja, dann hat die Sonne einen doch ziemlich fertig gemacht, sodass wir dann wieder zum Hotel gefahren sind. Dann haben wir uns von Max verabschiedet und haben einen Bus genommen nach Calama, wo der nächste Flughafen ist in der Nähe. Von Calama gab es nur Flüge innerhalb von Chile. Wir wollten als nächsten Stopp nach Buenos Aires. Deswegen haben wir dann einen Connecting Flight über Santiago gebucht. Wir Sparfüchse natürlich über die Nacht. Ich glaube, der erste Flug ging um 23 Uhr und der zweite dann irgendwie um 4 oder um 5 Uhr. Sodass wir, was wir ganz schlau fanden, dann ja in Santiago noch schlafen konnten am Airport, weil dann sparen wir uns ja eine Nacht. Leider ging es Lea echt schlecht auf dem Flug und so wurde das wirklich so ein bisschen zu so einem grausamen Abend. Wir haben es dann aber irgendwie nach Santiago geschafft und haben uns da in der Ecke im Airport verschanzt und ein bisschen konnten wir schon noch schlafen. Das war eigentlich okay und sind dann, ich glaube, 5 Minuten vor dem Last Call für unseren Flug aufgewacht und dann schnell zum Gate gerannt und saßen dann in unserem Flugzeug nach Buenos Aires. Da wurden wir dann belohnt für die Strapazen mit einem tollen Sonnenaufgang über der Pampa und einem wartenden Drew. Drew ist ein Kumpel von mir, der mittlerweile in Buenos Aires lebt und den wir da besuchen wollten. Und was wir da alles erlebt haben... Das seht ihr im nächsten Video. Ja, als Fazit können wir sagen, dass wir diese Tour in Uyuni richtig doll empfehlen können. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und ja, war richtig toll.
Ja, und dann im Vergleich zur Atacama-Wüste fanden wir, dass sich viele Sachen schon geähnelt haben. Also zum Beispiel in der Atacama-Wüste gibt es auch Geysire und Hot Springs, in denen wir nicht waren, weil wir auf der Uni-Tour das schon gesehen haben, ähnliche. Und dann ist es in Bolivien auf jeden Fall deutlich günstiger als in der Atacama-Wüste. Und deswegen haben wir es eigentlich ganz gut gelöst, dass wir in der Atacama-Wüste nur relativ wenig Zeit hatten und dann trotzdem all die coolen Sachen gesehen haben, die anders sind. Aber ja, mir hat es eigentlich von der Zeit dann gereicht. Was wir dann auch noch im Verlauf merken, ist, dass Bolivien auch echt ein günstiges Reiseland ist. Wenn man jetzt noch das erste Video dazu nimmt, wo wir einfach doch relativ günstig reisen konnten. Als wir dann über die Grenze nach Chile gegangen sind, wurden die Preise aber ordentlich angezogen. Aber das ist ja so. Den Blog sollten wir noch erwähnen. Invaluablediary.com, da findet man alle Bilder, Videos, Texte und unseren aktuellen Standort, der relativ weit weg von Bolivien ist. Ein bisschen im Verzug. Ja, aber das holen wir jetzt noch schnell auf. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war's, oder? Ich hatte auch noch irgendwas zwischendurch mal. Das will ich noch sagen, aber dann. Wir haben ein paar Mal Alpakas gesehen, die packst du einfach mit rein. Ne? Ja, passt. Alles klar. Wie spät ist es? Schauen wir noch ein Video? Nee, das bin ich vor. Oh, schade. Also, tschüss. Tschüss. Aber schon.